Hallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in der Atacama-Wüste in Südamerika unterwegs und heute bade ich die Lucy in Sand. Einen schönen guten Morgen. Ich grüße aus, wie heißt es, Caldera? In der Atacama-Wüste an der Küste. Und bin jetzt gerade auf dem Weg zum Parkplatz. Das ist 2 Blocks entfernt, wo mein Moped steht. Und dann werde ich aufladen und immer tiefer reinfahren. Eine Sache, gestern hat der eine Typ ja gesagt, es ist ein Feiertag. Und es war kein richtiger Feiertag, sondern es war Wahl. Und das war hier schon in den letzten Monaten das bestimmende oder ein wichtiges Thema. Immer wenn ich mit Chilenen unterwegs war oder Leuten, die hier gewohnt haben, die wollten das Grundgesetz ändern. Und da gab es eine Abstimmung, konntest du annehmen oder ablehnen. Und es war so, dass die gesagt haben, ja, das Grundgesetz ist halt noch aus dem Pinochet-Regime und damit kann man nichts anfangen, deswegen muss es geändert werden. Andere haben gesagt, denen ich gesprochen habe, ja, es wurde schon ein paar Mal geändert seitdem. Jedenfalls war gestern die Wahl und es ist abgelehnt worden. Also es bleibt alles beim Alten. Und dann waren hier Autokorsos und so. Also es ist immer, wenn gewählt wird, das war auch in Argentinien so, als ich in Ushuaia war, dann wird groß gefeiert. Ciao, Katja. Permiso. So, ich habe dran gefallen gefunden, hier einfach nicht nur die Panamerikaner lang zu rauschen, sondern alle 20 Kilometer mal rauszufahren. Und hier stand jetzt wieder Essen. Ich weiß nicht, ob es Essen gibt, aber wenn, wäre es natürlich ganz gut. Hier stehen auf jeden Fall Autos. Da liegt ein Hundi. Mal sehen, ob der mich anfällt. Ah. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Ja, ja, ja. Gestern, die haben mich ja richtig gebissen. Viecher. Aber der ist ganz friedlich. Hello. Hola, hola. Ja, es tut er so, als würde er mich nicht kennen. Das ist ein Restaurant, ich kann ihn mal fragen gleich. Ansonsten, wie immer, ein Traum und da Panamerikaner. Ich habe jetzt einen Kaffee getrunken. Jetzt war ich immer nach Chañaral und da mal was essen. Man kann jetzt wirklich nicht an jedem Strand anhalten, aber bei Playa Hippie, cooles Schild, musste ich mal ein Foto machen. Jetzt gehe ich mal gucken, wie das aussieht. Hier muss man immer gucken, es wird dann schon mal schon sehr sonnig.
So, Chañaral. Da steht's. Mittagessen. Ich habe jetzt mal auf die Karte geguckt. Man kann hier so eine kleine Straße am Strand fahren. Da gibt es irgend so einen Nationalpark. Pan de Azúcar, Zuckerhut. Klingt gut. Und ich habe da geguckt, da gibt es wohl 2 Campingplätze. Man weiß natürlich nicht, ob die offen haben. Und ich fahre da aber mal hin. Schauen wir das mal an. Ja, das ist der Plan. Jetzt esse ich erstmal. Pollo a lo pobre. A lo pobre heißt immer mit Ei und mit Pommes. Ja, ein Klassiker. Ich war jetzt noch in der Bäckerei und im Supermarkt, oder beziehungsweise nur in der Bäckerei, das war gleichzeitig auch ein Supermarkt. Und habe da ein bisschen Brot gekauft und ein bisschen das Nötigste. Und ich habe mal wieder die Mädels aus Südtirol getroffen. Und ja, die haben Probleme mit ihrer Lenkung. Es quietscht beim Lenken. Und er fährt nicht mehr geradeaus, wenn beim geradeausfahren. Also auf gerader Strecke. Naja. Die versuchen jetzt hier jemanden zu finden. Es sieht immer so aus, es sind 1000 Mechaniker, aber es ist dann nicht so einfach. Und die hatten auch Brot gesucht, haben sie nicht gefunden, hatte ich jetzt ja in der Panderia gefunden, habe ich denen noch ein bisschen Brot gekauft. Und jetzt fahre ich jetzt zu diesem Strand oder Nationalpark, schau mir das mal an. So kann ich zelten, bin ich ausgerüstet. So, 30 Kilometer sind es jetzt hier. Zwei kleine Bachdurchfahrten waren da eben, aber es ist wirklich, ich dachte, ich hätte es aufgenommen, aber ich habe wohl das Kamera auf Foto gehabt. Landschaft wieder ganz anders hier, kein Bewuchs mehr, sondern einfach nur Staub. So, jetzt bin ich erstmal 20 Minuten in die falsche Richtung gefahren. Ich habe schon gedacht, die Autobahn müsste eigentlich auf der Autobahn an der anderen Seite sein. Also die Panamericana, ist ja keine richtige Autobahn mehr hier. Aber da ist die Panamericana, wo die Laster fahren, weil ich ob man das sehen kann. Und dann eigentlich müssten die auf der anderen Seite sein. Und dann habe ich auf der Karte geguckt. Jetzt führt er mich irgendwie 50 Minuten oder eine halbe Stunde da geradeaus und sagt dann, wie soll ich da wenden? Weiß ich jetzt auch nicht. Gut, dass ich geguckt habe. Kann ich euch diese kleinen Bächlein noch zeigen, wo ich durchgefahren bin. Hier ist jetzt auch wieder ein bisschen Bewuchs. Ich denke mal, überall, wo es ein bisschen Feuchtigkeit hat, ist dann Bewuchs direkt. Also Kakteen. Und die Strände, also der Strand vorhin, der war brutal. Playa Blanca. Der weiße Strand. No Camping. Okay, dann brauche ich ja jetzt auch nicht schauen. Wie gesagt, es wird dann demnächst dunkel, deswegen ich will jetzt auch nicht so viel rumtrödeln. Campingplatz wäre halt cool. Das ist da vorne vielleicht. Hier sind jedenfalls so Strandhütten. Also sieht es aus von hier. So
Unterschlupf. Da könnte ich mich zur Not für eine Nacht hinlegen. Also mein Zelt aufbauen. 45.000 pro Nacht. Ach, Campagna. 10.000 Camping. Aber ich sehe hier niemanden. Das ist gesichert, elektronisch sogar. Also, folgendermaßen. Da war tatsächlich ein Mann. Sonst ist da niemand. Es ist tot. Aber diese Hütten, diese Stranddinger, das ist tatsächlich die Campingdinger. Und da ist auch so eine Feuerstelle. Aber da ist natürlich nichts. Und es kostet 10.000. Das ist noch ein zweiter Campingplatz. Der ist allerdings geschlossen, hat er gesagt. Hinter dem Berg, hier, hinter diesem Hügel, ist ein Fischerdorf. Da will ich jetzt noch mal gucken. Gibt ein Restaurant, hat er gesagt. Aber er hat gesagt, er glaubt nicht, dass es offen hat. Aber ich habe ja jetzt auch gegessen. Ich will nur mal schauen. Und die Mädels sind da auch lang gefahren. Vielleicht kann man mit denen noch ein Glas Wein trinken. Zu weit. Ah ja, sehr gut. Noch nichts gefunden. Doch, da ist natürlich niemand, aber der lässt mich rein. Es gibt Klos und Dusche. Er sagt, es ist kein richtiges warmes Wasser, also nicht heißes Wasser, aber nicht kalt. Also man kann da, ja, und es kostet 10.000. Hier ist nichts, oder was? Das erste, das ist auch offen, glaube ich, da stehen zwei mit dem Dachzelt. Oh, wirklich? Hast du da gleich bei dem, da gleich rechts gefragt auch? Der ist zu. Ah, das ist zu? Ja. Also ich habe nicht gekontrolliert, aber der hat zu mir gesagt, der ist zu. Und er hat gesagt, hier hinter dem Hügel ist ein Fischerdorf. Ja, Deswegen gucke ich da jetzt mal. Ich meine, ich werde jetzt eh nicht mehr weiterfahren. Hier irgendwo wird entweder das oder das. Okay. Bis gleich. So, Fischerdorf. Ach, da sind tatsächlich ja die zwei mit dem Dachzelt. Hola. English? Yes. Yes. Do you pay something here or no? No. No. The guy was fishing and that he is coming today. I don't know, maybe here or tomorrow. So maybe somebody comes and maybe not. Yeah. Okay. It depends on what they ask for the price. Then we decide if we stay or if we go. I think it will be not more than 10,000, I guess. I hope so. Yeah. For camping. It's a really high price. Yeah, it's true. Like in the south. Have you been to the south? No. In the south, there were always like electricity and light included, you know, always. So it was between 5, sometimes 10. So this is, as you say, not super cheap, especially that nobody's here, you know. Yeah, it's not like, hey, we are full, pay the price. Yeah. Okay. So, yeah, I will turn a circle, and then I guess I will be your neighbor or like this. Okay, see you later. So, jetzt habe ich mich schön eingegraben. Das ist blöd.
Scheißen. Ja. Steht auf jeden Fall so. Tada! Jetzt muss ich sie abladen. So, jetzt kam tatsächlich dieser Typ vorbei und der wollte 10.000 auch. Und für 10.000 schlafe ich lieber an dem anderen, das ist schöner. Jetzt musste ich halt nochmal alles aufladen nach meinem kleinen Malheur im Sand. Ja, und da sind auch die beiden Südtirolerinnen, glaube ich, wenn sie nicht irgendwo anders hingefahren sind. So, ich bin jetzt auf dem anderen Campingplatz, wo der gesagt hat, er ist zu, weil da standen die beiden Südtirolerinnen mit ihrem Auto und die zahlen jetzt 5 pro Person. Bei mir war jetzt gar keiner mehr da, weil hier gibt es kein Wasser. Und zahle ich auch nur 5, baue hier mein Zelt auf, übernachte und morgen abbauen. Ich war ja im Supermarkt, ich habe Wasser gekauft und so und die Dusche kann ich verzichten für den halben Preis. Ja, filmen kann ich jetzt nichts mehr. Ja, war aufregend heute mit auch mit dem Eingraben zum Schluss. Könnt ihr mal sagen, alleine, das wäre Game Over gewesen. Gebt mir mal einen Tipp, was ich machen kann, wenn ich alleine bin, wie ich da wieder rauskomme, weil das war echt, habe ich nicht geschafft. Vielleicht mit stundenlang oder so, aber vielleicht gibt es irgendeinen guten Tipp. Guten Morgen. Ja, ich hatte einen schönen Abend. Die beiden Frauen aus Südtirol. Erst haben wir bei denen getrunken, dann sind wir zu mir rüber. Ich hatte zufällig Marshmallows gekauft und auf dem Grill und dann haben wir Marshmallows geröstet. Und ja, dann habe ich hier geschlafen. Ihr hört das Meeresrauschen. Und ich zeig's mal. Das ist quasi mein Domizil. Da steht das Zelt, da hinten steht die Lucy. Es ist hier ein bisschen Chaos. Die haben uns dann sogar noch Wasser gebracht, die Leute hier. 5.000 habe ich dann, wie gesagt, bezahlt. Da ist die Grillstelle. Ja, Chaos. Da ist irgendwo Klo und so, habe ich aber alles nicht benutzt. Es gibt da, wie gesagt, kein fließendes Wasser. Und da sind die beiden Südtirolerinnen, die haben mir jetzt auch heißes Wasser gebracht. Und ihr seht, der Strand ist überragend. Und es ist immer so morgens, es ist immer so ein bisschen bewölkt. Normalerweise zieht es dann auf. Heute Nacht war der brutale Sternenhimmel. Also da hinten wird es schon heller. Ja. Und ja. Hier mein Café. Da drüben gibt es wohl Pinguine auf dieser Insel. Wieder Humboldt-Pinguine, nehme ich an. Und dann hier diese Buchten, haben wir ja gestern schon gesehen. Und ganz da hinten, das kann man vielleicht mit der Kamera nicht sehen, da stehen die Holländer. Das war der Platz, wo ich mir zuerst angeschaut hatte. Ja, jetzt sitze ich hier auf meinem super coolen Stuhl und genieße den Kaffee. Dann packe ich zusammen und dann geht es weiter Richtung Norden. Heute Nacht brauche ich ein Hostel. Ich muss immer noch waschen und die Eintracht. Ihr wisst ja, ich bin Eintracht-Fan und die spielt morgen zum ersten Mal in der Champions League in der Geschichte des Vereins. Das kann ich natürlich nicht verpassen. Deswegen, also will ich nicht verpassen. Deswegen, ich brauche was mit Internet. Hier gibt es gar keinen Empfang zum Beispiel. Internet und ja, dann 2-3 Tage bleiben. Dann kann ich waschen und Fußball erledigen und dann geht's weiter.
So, jetzt erstmal wach werden. Geschlafen habe ich ganz gut tatsächlich. Mittlerweile habe ich das mit dem Camping drauf. Feuer gemacht, Zelt im Dunkeln aufgebaut, bin gut ausgerüstet. Das kann ich noch mal kurz zeigen. Ich hatte schon mal so eine Umfrage gemacht, wie Leute ihr Wasser mitnehmen auf dem Motorrad. Hier eine Filterflasche oder Thermoskanne oder einfach PET. Und viele hatten PET-Flasche geschrieben. Und da hatte jemand geschrieben, dass es halt mega umweltschädlich ist, wenn man immer PET-Flaschen dann wegschmeißt. Aber hier der Beweis, ich habe dann geschrieben, man kann die auch für andere Sachen benutzen. Der Beweis, hier mein Zucker, mein Milchpulver für den Kaffee. Sieht mir ein bisschen aus wie, als würde ich Drogen transportieren. Ja, das ist Wasser. Pisco ist leider leer geworden gestern. Ja. Und dann habe ich hier zum Beispiel noch Glasreiniger. Ja. Und das ist das Wasser, was sie gebracht haben. Und auch noch ein Reisetipp. Headlight. Ist natürlich super praktisch. Sieht beschissen aus, wenn man es aufhat, aber es ist das Praktischste der Welt, weil man eben die Hände frei hat. Und hier konnte man es hier oben hinhängen und dann hatte man sogar so ein Headlight. Also so ein, wie sagt man, eine Lampe. Und es gibt diese Dinger, das ist ein ganz einfaches mit Batterien. Und es gibt diese Dinger aber auch, da kann man dann Rotlicht einstellen, weil es ist so, wenn man sich mit Headlight mit jemandem unterhält, dann ist man immer geblendet davon. Aber dieses Rotlicht, dann kann man trotzdem irgendwie sein Gesicht sehen und das ist ganz gut. Also wenn ihr was kauft, guckt, dass ihr eins mit Rotlicht bekommt, weil diese Dinger, ich glaube, das kauft man einmal und dann hält es für immer. Weiß nicht, ich habe das schon 6 Jahre oder länger. Ja, genug geschwätzt. Jetzt wird Kaffee getrunken. Zum Kaffee haben wir auch mal wieder Delfine. Jetzt, wenn ich die Kamera anmache, sieht man sie natürlich nicht. Ein bisschen. Aber es sind so 3 Stück ungefähr. Die schwimmen da in der Bucht rum. Super cool. So, bevor ich losfahre, packe ich noch meine Kettenbürste aus. Und da ich ja gestern so tief eingegraben habe, sieht man auch, hier ist überall Sand. Es ist nicht so schlimm, aber der Sand ist halt schlecht, wenn der auf den Ritzeln reibt und so. Habe ich mir sagen lassen. Da unten, da ist noch eine Schaufel drin, das kriege ich da nicht raus jetzt erstmal. Aber so ein bisschen abreiben. Die Kette auch. Ja, und hier, das ist alles ein bisschen. Hier ein bisschen raus. So ein bisschen. Ne? Ja. Das werde ich jetzt noch machen. Tal ist, glaube ich, der Ort, den ich mir mal ausgesucht habe, grob. Jetzt fahre ich hier wieder vorbei, wo ich mich gestern eingegraben habe. Und ich muss nicht die gleiche Strecke zurückfahren. Es gibt wohl so einen Loop, der zurückfährt führt auf die Route 5. Hier sieht man es nochmal. Ich bin die gelbe gekommen, von unten Copiado und dann hochgefahren. Chañaral, das war da, wo ich gestern gegessen habe. Und dann bin ich die rote Strecke gefahren. Und Usted está aquí, ganz oben links, da bin ich jetzt. Also sie sind hier, heißt das.
Und dann, jetzt fahre ich wieder auf die Ruta 5, das ist die Panamericana, Richtung Antofagasta. Und wenn man ganz rechts schaut, mittig ungefähr, da ist Paso San Francisco. Und das ist, da geht es nach Argentinien rüber, das ist der San Francisco Pass. Einer der schönsten Pässe soll es sein, 4800 irgendwas Meter, ist aber geschlossen, sonst wäre ich darüber gefahren. Ich fahre jetzt halt Richtung Norden, es ist halt noch Winter. So, da sieht man es schon, die Trucks. Es geht auf die Panamericana Richtung Antofagasta. Scheiße. Es ist runtergefallen und meine Jacke zerfetzt. Oh Mann, die habe ich erst in Santiago gekauft. So. Scheiße. Ich muss umdrehen, da war noch meine Hose drin und meine lange Unterhose.